Mein Gast heute ist Jan Pessler, dem Gründer und Hauptgesellschafter des Deutschen Wochenblatts. Jan kam vor 17 Jahren nach Paraguay und heute sprechen wir über seine Eindrücke. Hallo Jan. Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Jan, du bist 2005 nach Paraguay gezogen. Wie kam es damals dazu? Für mich war in jungen Jahren wichtig, nicht in Deutschland alt zu werden. Ich dachte, die Welt ist größer als nur Deutschland. Und ich wollte immer schon Südamerika kennenlernen und auf mehreren Reisen, schon vor 2005, habe ich Paraguay kennengelernt. Und in dem Moment hat das einfach zu mir gepasst und ich dachte, das wäre das Richtige. Kanntest du damals mehrere Länder in Südamerika und hast dann Paraguay sozusagen bevorzugt oder wie war das? Tatsächlich. Auch wenn eine Rundreise in Paraguay begonnen und geendet hat, habe ich tatsächlich ziemlich alle Länder von Südamerika bereist und bin schlussendlich wieder nach Paraguay gekommen, weil es im Gegensatz zu anderen Ländern Vorteile hatte. Und das Wochenblatt, hast du da direkt damit begonnen oder in welchem Jahr wurde das gegründet? Nein, aber ich war immer zeitungsbegeistert, also informationsbegeistert und wenn man hier lebt, möchte man auch wissen, was passiert. Und bis Mitte 2009 gab es eine deutsche Zeitung im Papierformat und die habe ich mir auch regelmäßig gekauft, einmal die Woche. Aber irgendwann gab es die nicht mehr, weil das Projekt geendet hat. Das heißt, du hast festgestellt, es fehlt was und hast gesagt, du füllst diese Lücke da. Das war 2009? Das war 2009 und da sah ich mich auch so imstande, ein Projekt auf die Beine zu stellen und zumindest zu versuchen, etwas in digitaler Basis, weil die Zeit war reif, etwas nur digital zu machen und nicht im Papierformat im Land zu verbreiten, zu starten. Und das hat natürlich mit der Zeit an Wohlwollen gewonnen, an Leser gewonnen und ist mittlerweile zu dem geworden, was es heute ist. Ja. Ich kann mich erinnern an die Zeit damals, weil ich habe das damals, da kannten wir uns noch gar nicht, ich habe das damals immer regelmäßig gelesen und mir hat das sehr geholfen, so einfach allgemeine Infos über Paraguay auf Deutsch zu bekommen. Und das wurde aber dann verkauft. Also wann hast du das dann wieder verkauft? 2014 habe ich es verkauft, ja, weil ich da begonnen habe, an meinem hauptsächlichen Arbeitsplatz zu beginnen und dachte, da könnte es zu Problemen kommen und habe das vorsichtshalber veräußert. Du arbeitest im österreichischen Konsulat vielleicht, also für die Zuschauer. Ja, wäre vielleicht wichtig zu wissen. Ja. Und dass da nicht zu Konflikten kommt. Ja, okay. Darum ging es mir hauptsächlich. Ja. Und 2016, ich kann mich noch erinnern, da gab es sich dann die Möglichkeit, das wieder zurückzukaufen. Weil ich fand es sehr schade, dass du das damals aufgegeben hast. Und ich habe das dann mit dir gemeinsam 2016, habe ich da mit investiert und wir haben es wieder zurückgekauft. Und seit 2016 leitest du das wieder und bist auch Hauptgesellschafter des Wochenblatts. Es sind auch einige Journalisten inzwischen, die da mitarbeiten. Was hat sich seitdem getan? Ja, wir sind ein schönes Team geworden. Früher war das quasi ein Alleingang. Ja. Jetzt sind wir, wie du selbst gesagt hast, ein Team. Und was sich getan hat, es wird immer bekannter, das Wochenblatt, oder es wurde immer bekannter, auch in dem ganzen Zeitraum. Ja. Also das heißt, man arbeitet mit anderen Medien zusammen aus Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, ganz besonders wenn Fälle hier passieren, die Österreicher, Deutsche oder Schweizer betreffen. Und dadurch gewinnt man irgendwie an Reputation oder an Glaubwürdigkeit, wollen wir es mal so nennen. Ja. Jetzt inzwischen sind ja Journalisten im Chaco, in der Colonia Independencia, in Itapúa, das heißt, das ist ein bisschen breiter, das Ganze. Man berichtet über unterschiedliche Kolonien auch in Paraguay. Wie viele Artikel sind insgesamt im Archiv inzwischen geschrieben, weißt du das? Also es gab einige Mitbewerber auf dem Markt, die haben immer gemeint, ein Archiv von 3 Monaten wäre vollkommen ausreichend. Aber ich bin der Meinung, wenn jemand sucht, sollte auch die Informationen haben, die vor 5 Jahren aktuell war. Alle Artikel von und es sind tatsächlich von 2011 wenigstens an bis heute alle Artikel drin. Und das sind weit über 30.000. Ja. 30.000 Artikel. Und Stand heute, wie viele Leser hat das Wochenblatt? Wie viele Seitenaufrufe monatlich hat das Wochenblatt? Also wir haben ungefähr 750.000 Seitenaufrufe im Monat, was ein bisschen weniger Leser sind, aber im Prinzip sind die Leser Stammgäste, das heißt, die kommen wieder, aber natürlich springen einige ab, aber Paraguay hat in letzter Zeit auch viel an Popularität gewonnen und demnach kommen natürlich auch viele neue hinzu. Jetzt einen kleinen Sprung zu machen zu deiner Arbeit im Konsulat. Du arbeitest im österreichischen Konsulat seit mehreren Jahren. Wie ist da der Alltag oder warum kommen die Leute hauptsächlich zu dir? Hauptsächlich kommen die Leute, weil sie Dokumente benötigen, die abgelaufen sind. Das heißt Reisepässe, wenn die
wie die Leute sagen, verlängert werden sollen, ja, obwohl es immer neue sind. Also es gibt keine Verlängerung mehr, aber dafür kommen sie für Staatsbürgerschaftsnachweise, für Strafregisterauszüge und ähnliche Dokumente. Alles, was man entweder in Österreich vergessen hat, bevor man ausgewandert ist, oder was man im Laufe des Lebens hier benötigt, aber nicht aus Österreich beantragen möchte. Wie viele deutschsprachige Einwohner in Paraguay gibt es ungefähr, würdest du schätzen? Deutschsprachige sind nicht Deutsche und auch nicht, also nicht die Nationalität haben. Im Groben würde ich sagen, es gibt weit über 100.000 Deutschsprachige hier in dem Land. Ja. Also es ist nach was die Sprache angeht, irgendwo an 4. Stelle, ja, in dem Land. Also es gibt tatsächlich sehr, sehr viele, wo Deutsch sprechen hier. Österreicher sind darunter natürlich viel weniger. Die Deutschen sind wie immer die Mehrzahl davon, aber das ist... Und jetzt kommen ja gerade so jetzt nach der Pandemie oder während der Pandemie kamen wieder einige neue hinzu. Das heißt, es kommen Deutschsprachige hierher, die sich für das Land interessieren. Gehen die Leute generell zur deutschen Botschaft oder kommen sie zu dir ins Konsulat oder wie ist so der Zugang? Wie nehmt ihr das wahr? Es gibt Leute, die natürlich zu mir kommen oder zu uns kommen, auf jeden Fall, aber da muss man differenzieren. Die meisten bringen ihre Dokumente schon mit und haben alles und sehen eigentlich auch ein bisschen das Konsulat als verlängerten Arm einer österreichischen Institution an. Was er natürlich auch ist. Ja. Das Konsulat ist nichts anderes als ein Repräsentant des Staates. Ja. Und viele von den frisch Eingewanderten haben eigentlich eher so das Gefühl, dass sie da nicht hingehen möchten. Ja. Und deswegen gibt es sehr viele Klienten oder Kunden, die hier eigentlich auf die Welt gekommen sind, aber österreichischer Nachfahren sind. Also die haben gar kein Problem, ins Konsulat zu gehen und alle anderen eher nur dann, wenn sie wirklich müssen. Ja. Wie war das damals? Also als du hierher gekommen bist vor 17 Jahren, bist du damals zum Konsulat gegangen oder zur deutschen Botschaft oder wie bist du das angegangen und wie würdest du den Leuten empfehlen, das heute anzugehen, wenn sie hier ins Land? Tatsächlich habe ich auch nicht den Kontakt zum deutschen Konsulat gesucht. Ich habe alle Dokumente mir so beschaffen können, ohne dass ich da irgendwas brauchte von denen und habe meine Aufenthaltsgenehmigung normal bekommen. Habe das über einen Helfer gemacht, so wie das viele machen, also um selber den ganzen Papierkram aus dem Weg zu gehen. Und das lief ganz normal. Es lief nicht ganz so schnell wie heute, aber das war damals halt so. Ja. Und wo würdest du sagen, worauf muss man besonders Acht geben? Wenn man jetzt nach Paraguay neu reinkommt, man kennt das ja nur so ein bisschen von außen, liest so ein bisschen im Internet, aber wie nimmst du die Realität wahr? Worauf würdest du sagen, müssen die Leute besonders Acht geben, wenn sie herkommen? An erster Stelle steht, um Probleme zu vermeiden bei der Beantragung der Aufenthaltsgenehmigung, dass sie alle Dokumente mit Apostille mitbringen. Das gilt für Deutsche wie für Österreicher. Also das heißt beglaubigte Dokumente und nicht einfache Dokumente, weil dann vermeiden sie hier längere Wartezeiten. Und sie sollten nicht mit den falschen Vorstellungen herkommen. Ja? Also sie können natürlich gerne herkommen und sich das anschauen, das steht außer Frage, aber in Paradies ist es genauso wenig wie in einem anderen Ort. Also es gibt immer Schattenseiten und auch klare Tage, schöne sonnige Tage. Habt ihr die Erfahrung, dass Menschen sehr oft mit falschen Vorstellungen nach Paraguay kommen? Natürlich nicht alle und es hängt auch nicht immer an den Vorbereitungen, die jemand tut. Es hängt auch an Geschehnissen in der Familie, das heißt mit dem Partner oder was in der alten Heimat passiert, sonst irgendwas. Aber prinzipiell kann man sagen, dass nicht von den 100 Leuten, die herkommen, 100 Mann auch bleiben. Ja? Also das auf keinen Fall. Von 100, die herkommen, wie würdest du das einschätzen? Wie viele werden hier glücklich und wie viele bereuen das oder brechen die Zelte wieder ab? Also ich sehe als Richtwert, und das ist keineswegs bös gemeint, aber sehe ich 60 Leute, die auf längere Zeit hier bleiben und 40 in den ersten 3 bis 5 Jahren ungefähr wieder zurückgehen. Ja. Und erfahrungsgemäß, was sind die Hauptgründe, warum brechen die Leute wieder ab? Oder wo ist der Fehler in der Analyse vorher? Finanzielle Engpässe. Ja. Auf dem einfachen Grund, weil es gibt ganz viele Leute, die meinen, hier wird es schon irgendwas geben, was ich als Selbstständiger machen könnte, was gebraucht wird. Und dann, wenn man hier ist, stellt man fest, das haben andere schon über Jahre besser im Griff und es ist ganz schwer, da reinzukommen. Ja. Natürlich, wenn jemand Selbstbewusstsein hat und ein schlauer Kopf ist, dann wird er auch hier immer was bringen können. Aber prinzipiell sind natürlich auch hier alle guten Geschäftsfelder schon besetzt, muss man so sagen. Das ist interessant, weil es ist ja doch so hier, man merkt im Alltag, es fehlen ja viele Dinge und man sieht sehr viel Potenziale. Man könnte das machen, man könnte dies machen. Gerade so handwerkliche Berufe ist ja die Nachfrage sehr groß. Aber das heißt, es ist dann doch in der Praxis nicht so einfach, das umzusetzen oder hier ein Unternehmen zu gründen.
bleiben wir mal bei dem Beispiel handwerklicher Beruf. Ja? Also man ist Elektriker, was weiß ich, Schreiner oder sonst irgendwas. Ja? Natürlich gibt es schon Leute und wenn man irgendwo Geld verdienen möchte, dann wird es fast mit Deutschen sein, wenn man deutschsprachig ist und frisch hierher kommt. Und dann sind auch da die Felder besetzt. Und wenn nicht, muss man sich den örtlichen Gegebenheiten anpassen. Man sollte unter anderem auch sich etwas integrieren und Spanisch sprechen können und nicht hoffen, dass man alles mit Deutsch erledigen kann. Obwohl es gibt Ortschaften, da geht alles mit Deutsch, aber ist das die Lösung aller Probleme? Ja? Also wo gehen die Leute hauptsächlich hin, weil du sagst, es gibt Ortschaften rein in Deutsch. Das heißt, die Mennonitenkolonien in Chaco sind rein deutsch. Aber halt auch Independencia vielleicht noch? Gibt es noch einen Ort? Ja, Independencia und Umgebung muss man sagen, also auch Villarrica, da gibt es durchaus viele Deutsche. Natürlich auch Itapúa, also Encarnación und Umgebung, das heißt auch diese deutschen Kolonien sind sehr beliebt. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch Leute, die wo in Piribebuy leben oder in KQP, also alles, was hier außerhalb des Großstadtbereichs ist. Ja. Wie siehst du die tatsächlichen Lebenshaltungskosten in Paraguay? Vor allem, wie siehst du es im Vergleich? Du hast das erlebt, als du hierher gekommen bist und du siehst es heute. Wie hat sich das geändert und wie viel Geld braucht man wirklich monatlich hier? Wie würdest du das einschätzen? Was das angeht, war 2002, wo ich das erste Mal hier gewesen bin, Paraguay im Paradies. Der Euro war bei 8.000 Guaranis. Ja. Das Essen hat nichts gekostet im Restaurant und man hat eigentlich am Ende nach dem Rechnungzahlen gelacht über das, was man bezahlt hat. Heute ist es natürlich nicht mehr so. Nicht nur, dass der Euro etwas tiefer ist, nein, Mindestlöhne sind höher, staatliche Abgaben sind zu erledigen, die ganzen Gastronomen, auch andere Selbstständige zahlen Steuern, ja, so wie sich das gehört, und dadurch steigen natürlich die Preise. Also ich würde sagen, die Lebenshaltungskosten sind auf jeden Fall gestiegen und was man früher im Inland mit 500 Euro ermeckern konnte, zu zweit, sage ich mal, sind heute 1000, ganz einfach. Und hier in Asunción steht für mich außer Frage, dass man zu zweit oder als kleine Familie, wenn man kein eigenes Haus hat, mindestens 1500 Euro benötigt, ja, um einen gewissen Standard zu haben. Das heißt, es ist nicht so viel günstiger wie Deutschland, oder würdest du sagen, es ist trotzdem noch deutlich günstiger? Also wenn man jetzt auch ein bisschen das Preis-Leistungs-Verhältnis sieht, also die Qualität, die man dafür bekommt. Ich würde nicht sagen, dass es günstiger das Leben ist, aber die Begleitumstände, die es hier gibt. Also wer das schöne Wetter mag, der wird hier natürlich erfreut sein, ja, weil es natürlich etwas wärmer ist als in Europa, das steht außer Frage. Aber es sind auch andere Sachen, Geldanlagen sind hier rentabler als in Europa zum Beispiel. Das heißt, auch wenn es mehr Geld kostet, man bekommt ja auch mehr Zinsen zum Beispiel, wenn man Geld anlegt, und dann relativiert sich das Ganze wieder. Ja. Gut, aber auch hier, man sieht jetzt, die letzten Jahre, die Zinsen gehen weiter runter, das heißt, es wird weniger. Die Guarani-Inflation ist auch gegeben. Ist auch gegeben, ja. Aber klar, natürlich im Vergleich zu einer Nullzins derzeit in Europa sieht es immer noch gut aus. Also ich empfinde da immer noch einen großen Unterschied. Ja. Also einer, der sich irgendwie schon bemerkbar macht, und je nachdem, wie viel man Geld hat, ja, kostet das Leben am Ende gar nichts hier durch die Zinsen. Ja. Machst du verzinste Geldanlagen? Also jetzt natürlich keine Anlageberatung, sondern einfach nur aus deiner eigenen Erfahrung heraus? Natürlich habe ich auch Geld angelegt und bin jedes Mal froh, wenn es Zinsen gibt, auf jeden Fall. Ja. Und wie einfach war es für dich, damals ein Bankkonto zu bekommen? Oder wie hat sich das geändert? Wie siehst du das? Damals viel einfacher als heute, aber dennoch ist es selbst bei einer Einwanderung, also wenn man die Aufenthaltsgenehmigung und den Ausweis haben möchte hier, ist es dennoch einfach, ein Konto zu eröffnen. Es ist verpflichtend auf der Banco Nacional de Fomento zu machen, aber wenn man einmal die Aufenthaltsgenehmigung hat und den Ausweis, kann man auf jeder Bank... Das ist verpflichtend. Das ist verpflichtend. Weil ich kann mich erinnern, ich habe damals meine Cedula gemacht, da konnte man, das war im Rahmen, ich habe das damals bei ABN AMRO gemacht, da ging das noch bei einer anderen Bank. Das ging bei mir früher auch auf der Kooperative in Carlos Pfanel, also hinter Independencia, und das war gar kein Problem. Heutzutage ist verpflichtend das Konto, aber es wird halt auch einfach gemacht, dieses zu eröffnen. Ja. Und so wie mir einige Österreicher und Deutsche gesagt haben, in den letzten Monaten gab es da richtig Schlangen, ja, wenn man auf der Banco Nacional de Fomento sein Einwanderungskonto eröffnen wollte. Also das, weil so viele neue inzwischen, die das machen. Genau. Und würdest du sagen, es macht Sinn, dieses Abenteuer Cedula zu machen, selbst anzugehen, oder ist es immer besser, jemanden zu haben, einen Anwalt oder jemanden, der das vermittelt, der sich wirklich darum kümmert und nur das macht? Also ich würde abraten, es selber zu machen.
Ich bin der Meinung, du hast das nicht selbst gemacht, nein, ich auch nicht. Ich kenne viele Leute, die sind daran verzweifelt. Andere, die haben es geschafft, problemlos. Ja. Aber Fakt ist folgendes, wenn man da hinterher sein möchte als eigenständiger Antragsteller, sollte man am besten eine längere Zeit in Asunción sein, ja, bis die Sachen alle fertig sind. Man muss sich wirklich jeden Schritt, der da drauf steht, muss man selbst erledigen. Und also ich glaube, diese 1.000 Euro oder was das kostet, an denen sollte man nicht sparen. Ja. Also egal, ob es jetzt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist oder wie der Preis ist, aber den würde ich trotzdem bereithalten für sowas, weil es erspart einem unheimlich viel Arbeit. Ganz besonders am Anfang, wenn man vielleicht noch nicht so sicher ist, was die Sprache angeht, wie die Leute auf einen reagieren oder was auch immer. Würdest du sagen, Paraguay ist als Einwanderungsland geeignet, wenn man nicht schon ein bisschen Kapital mitbringt? Ist hier einfach Arbeit zu finden und Füße zu fassen? Also ich würde prinzipiell dazu raten, in Anbetracht der aktuellen politischen Situation weltweit, aber dennoch ist nicht alles Gold, was glänzt. Ja, das steht außer Frage. Also hast du damals begonnen, hier zu arbeiten oder hast du direkt begonnen in der Selbstständigkeit, als du hergekommen bist? Ich habe hier immer selbstständig gearbeitet, von Anfang an. Ja, einfach weil die Aussicht, bei jemandem angestellt zu sein, zwecklos hier ist. Und wenn, dann arbeitet man zu einem Mindestlohn oder im Inland unterhalb des Mindestlohns und damit kann man beim besten Willen keinen Lebensunterhalt bestreiten. Ne? Und wie waren so deine Erfahrungen mit Immobilienkauf hier in Paraguay? Hast du mal ein Haus gekauft? Oder? Gemischt. 2 Häuser gebaut, eine Wohnung gekauft. Ja. Und speziell bei der Wohnung war es so, dass der Preis verlockend war, die Lage gut, eine geschlossene Wohnanlage, also eine Urbanisation, wie das hier heißt. Ja. Ich habe auch so gezahlt, wie die Leute das möchten oder mochten, aber Fakt war, dass zwischen Baubeginn oder einem gewissen Fortschritt, wo ich das schon gekannt habe, bis zur Fertigstellung, dass da 6 Jahre vergangen sind. Und 6 Jahre? Ja, also wie viel war geplant? Wenige Monate bis zur Fertigstellung. Also eigentlich eher 8 bis 10 Monate, aber es wurden dann 6 Jahre daraus. Und natürlich könnte man den Leuten mit einem Anwalt drohen und so weiter, aber das kennt die alles schon und das ist Geld verbrennen, ganz einfach. Ja. Also am Ende durch etwas Geduld hat es dann geklappt, ja, aber es ist mit Vorsicht zu genießen. Ja, und es funktioniert, also wenn man was Fertiges sieht, was schon fertiggestellt ist, ist es natürlich immer einfacher, aber die Preise sind natürlich auch niedriger, wenn es hier in Pozo, also wenn es noch im untersten Bauabschnitt, bevor es gebaut ist oder im Bau ist. Genau, ja, wenn eigentlich noch nichts steht, ja, wenn man es dann kauft, ist es immer günstiger, dann sind die Investoren, die Bauherren immer froh, wenn es Investoren gibt, die gleich mitmachen. Und wenn es halt fertig ist, ist ganz normal, dann sind die Preise etwas höher. Weil du sagtest gemischt, das heißt, du hast auch positivere Erfahrungen? Ja, also was Häuser bauen angeht, auf jeden Fall, aber da muss man natürlich, bei 2 Häusern lernt man aus dem ersten Haus, aber das ist, glaube ich, überall so, was Fehler angeht. Und wenn man einen richtigen Bautrupp hat, den Architekten, der etwas Ahnung hat, dann kann da nicht so viel schiefgehen. Ne? Wie siehst du die Bauqualität generell oder den Alltag im Bau? Die hängt von jeder Person und seinem Geldbeutel ab. Also hier kann man für günstig Geld ein Haus bauen, was schön aussieht, aber eigentlich nichts kann. Ja. Und man kann auch ein bisschen mehr Geld investieren und sagen, das Haus soll länger als 20 Jahre stehen. Ja. Und warst du da jeden Tag auf der Baustelle? Hast du dich richtig darum gekümmert auch oder lief das einigermaßen selbstständig? Ja, weil Verantwortung delegieren, da bräuchte man jemanden, der genauso ist wie einer selbst. Ja. Und das ist gar nicht so einfach. Das heißt, wenn man baut, würdest du sagen, macht es auf jeden Fall Sinn, sich dem Thema intensiv zu widmen und jeden Tag selbst nach seiner Baustelle zu sehen? Ja, weil wenn man es delegiert an jemand und beispielsweise in Europa ist, dann glaubt man während der Zeit in Europa, es läuft alles, aber spätestens wenn man dann kommt und einzieht, ist das falsch, das falsch, das falsch. Und wenn man die Möglichkeit hat und vor Ort da sein kann, ja, und penibel genug ist, ja, für sowas, ja, oder sich so eine Aufgabe hingibt, dann sollte man es bitte auch machen. Ja, auf jeden Fall. Und wie sind deine Erfahrungen so mit den Transfers der Grundstücke, der Immobilien, Notariate und diesen Dingen? Vorsicht ist geboten. Also da würde ich von keinem
Kommentar von irgendeiner Botschaft würde ich da abschweifen. Ja. Ich würde genau das Gleiche so. Sind es die offiziellen, was die Botschaften sozusagen zum Ausdruck bringen, dass sie sagen, Vorsicht ist geboten? Auf jeden Fall. Bei den Deutschen wie bei den Österreichern. Und das macht Sinn, ja, auf jeden Fall. Aber wie selektiert man das? Oder woher weiß man jetzt? Geht es über Empfehlung oder gibt es da einen Filter? Das ist halt die Frage, ja. Wenn Europäer hier irgendeinen Deutschsprachigen kennenlernen und sagt, ich habe hier irgendein Grundstück für dich, ja, so und so, ja, dann empfindet man, Mensch, ich kenne jemanden in Paraguay, der hilft mir, der hat ein Grundstück, ja. Und baut ein falsches Vertrauen auf, ja. Nicht, dass das nicht klappen muss, das kann alles gut gehen, ja. Ich wünsche es jedem, ja. Aber dummerweise kann es halt auch schief gehen, ja. Und die Frage ist, ob man Risiken vermeiden möchte oder ob man sie blind eingehen möchte. Ja. Das heißt, das macht es besonders schwierig, weil man auf der einen Seite natürlich braucht man ein Vertrauensverhältnis, auf der anderen Seite ist ein gewisses Misstrauen vorprogrammiert. Das heißt, es ist ein bisschen Glückssache auch. Glückssache wäre es, wenn man sich genau so darauf einlässt, wie wir es gerade gesagt haben, außer man kommt natürlich her und ist vor Ort. Was kostet es hier ein halbes oder ein Jahr ein Haus zu mieten, egal jetzt wo, und bei den Sachen hinterher zu sein? Das ist, und außerdem, wenn man frisch hierher kommt, woher will man denn wissen, dass das genau der Ort ist, wo man die ganze Zeit leben möchte? Das heißt, du würdest den Leuten sagen, schaut euch alles ein paar Monate an, bevor ihr euch entscheidet. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du das damals gemacht? Jein. Also gewissermaßen schon, weil ich nicht gleich was gekauft habe. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit an einem Fleck gelebt habe. Also ich habe natürlich genauso in der Kolonie Independencia gelebt, wie viele andere auch, für 2 Jahre. Du bist direkt in die Kolonie Independencia gegangen damals? Ja. Habe da 2 Jahre gelebt, habe mich dann verheiratet dort, ja, und sind danach weggezogen, was nicht die dümmste Entscheidung war. Du bist nach Asunción gezogen dann? Nein. Sondern? Nach Acay. Okay, das heißt, du bist am Land geblieben. Aber gut 120 Kilometer von Independencia entfernt. Ja. Und heute lebst du in Asunción? In einem Nachbarort von Asunción, der aber eigentlich quasi direkt dazugehört. Wie würdest du das sehen, das Leben am Land im Vergleich zum Leben in der Stadt hier? Also wenn jemand Geld verdienen möchte und nicht nur mit Landsleuten, ist, glaube ich, Asunción besser. Und Asunción hat insofern Vorteile, dass es hier alles wirklich gibt, was man braucht. Sei es Nachtleben, sei es Kultur, sei es Einkaufsmöglichkeiten, was auch immer. Man bekommt hier alles und auf dem Land nicht immer. Ja? Das heißt, am Land ist man so ein bisschen in der deutschen Community gefangen und hat wenig Anschluss an die lokale Bevölkerung. War das so bei dir? Man hat das kleine Problem, dass man beim Leben auf dem Land und ganz speziell unter Deutschen, dass man quasi keine Integration erlebt, ja? Oder wenn, dann nur mit anderen Deutschen. Und das ist ja keine echte Integration. Also ich bin der Meinung, dass man Spanisch lernen sollte, wenn man es nicht kann. Ja, dass man keine Angst vor Paraguayern haben sollten. Ja. Und die deutsche Community, die du kennengelernt hast über die Jahre, sind die meisten Menschen so, dass sie sich hier zur Ruhe setzen oder dass sie hier dann Unternehmen aufbauen? Wie hast du das erlebt? Das hängt ein bisschen vom Alter ab. Natürlich kommen direkt Pensionäre her, die sind genau in dem Pensionsalter und die haben auch nicht mehr vor, irgendwas zu machen, außer ihr Haus zu bauen oder eins zu mieten, je nach Geldbeutel. Und dann gibt es die wo, keine Ahnung, mit 40 oder so auswandern und die natürlich schon noch eine Art produktive Kraft haben und die auch ausnutzen wollen. Ja? Egal, ob denen ihr Geschäftsmodell oder ihre Idee fruchtet, aber die machen natürlich was. Ja. Jetzt sehen wir natürlich gerade so auch über das Wochenblatt, aber natürlich stark über die deutsche Community und deren Erlebnisse berichtet. Man liest natürlich immer wieder so Dinge von diversen Schicksalsschlägen oder von Erlebnissen, die nicht so positiv ablaufen hier im Land. Wie sind da so deine Erfahrungen? Sind es Einzelfälle oder kommt es doch öfter vor, als man denkt? Also ich glaube, Einzelfälle sind es nicht, wenn es auch nicht viel sind. Ja, nicht alles, was passiert, kommt gleich in die Medien oder also viele Sachen werden natürlich auch im Haus gelöst oder irgendwas. Ja. Ich denke, die Probleme gibt es überall auf der Welt. Ja. Die sind, glaube ich, nicht speziell auf Paraguay zu beziehen. Aber wer natürlich hierher kommt mit Problemen, der wird sie hier nicht los. Ja. Also wenn der schon in Europa mit seinem Partner Probleme gehabt hat, dann wird es hier garantiert nicht besser. Gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, die wiederholen sich oder das sind so Fehler, die Menschen, die hierher kommen, häufig machen, die man vielleicht vorbeugen könnte? Ja, falsche Vorstellungen im Sinne von dass sie falsche Informationen bekommen haben. Und es gibt viele vorab, bevor sie hergekommen sind. Ja, na sicher doch. Also es ist einfach im Internet Seiten zu finden, wo einem vorgegaukelt wird, dass hier alles perfekt ist. Ja. Meistens sind auf solchen Seiten natürlich auch Verkaufsangebote mitgekoppelt. Ja, da macht das alles Sinn, ja, für den Verkäufer.
Und es mag auch Leute geben, die über längere Sicht nur das Gute sehen, weil sie einfach bekennende Optimisten sind. Ja? Aber als Realist ist hier nicht den ganzen Tag nur Sonnenschein. Ja? Also es gibt auch Regen und es gibt auch Unwetter und wenn es Unwetter gibt, ganz besonders starke. Ja? Hast du es bereut, hierher gekommen zu sein? Würdest du es wieder machen? Ich würde es wieder machen. Aus dem einfachen Grund, ich habe mir damals so einen Zeitraum von 3 Jahren gesetzt, wo ich sage, wenn es nichts wird, dann gehst halt wieder zurück. Da bist du jung genug und kannst immer noch mal durchstarten. Ja? Aber aus den 3 Jahren sind halt 17 mittlerweile geworden. Ja? Und ich habe meinen Platz gefunden, eine Familie, Kinder, also kann mich nicht beschweren. Habe keinen Hauskredit, den ich noch abzahlen muss. Ja. Apropos Platz, ich weiß, du reist sehr viel rum im Landesinneren Paraguays und schaust dir sehr viel an. Also man kommt ja kaum raus hier. Also ich habe sehr wenig gesehen vom Land. Das Land ist ja größer als Deutschland. Wo würdest du sagen, sind so die schönsten Naturflecke, wo man jetzt nicht unbedingt unmittelbar hinkommt? Du hast einiges gesehen hier. Also mir bleibt leider auch nicht so viel Zeit zum Reisen, wie ich es gerne hätte, aber wenn man die Zeit hat oder wenn ich wenn ich sagen darf, wo ich gewesen bin die letzte Zeit, dann würde ich den Leuten den Süden von Paraguay empfehlen. Das heißt alles um Encarnación herum, weil es einfach ein komplett anderes Paraguay ist, als was man in Asunción und Cacupe erlebt. Aber genauso den Chaco. Ja. Man darf den nicht verteufeln und sagen, da leben nur Mennoniten, weil das wäre einfach zu einfach. Ja. Der Chaco ist wunderschön. Es gibt dort Salzlagunen, es gibt Flamingos, es gibt eine asphaltierte Straße bis an die brasilianische Grenze. Also es gibt 1000 Sachen zu erleben dort. Die Salzlagune, die Flamingos, wo sind die? Die sind unterhalb von Loma Plata. Ach so, okay. Und das solltest du auch mal anschauen, ja, auf jeden Fall. Also, ja. Da, je nach Jahreszeit sind die da oder auch nicht da und auch je nachdem, wie viel Wasser, also das heißt von der Dürre. Ja, also zurzeit sind es eher nicht so viel, ja, aber es ist wunderschön, sich solche Sachen anzuschauen. Ja. Gerade im Chaco bei den Mennonitenkolonien, da passiert ja sehr viel. Das heißt, die sind sehr fleißig, die bauen da tolle Unternehmen auf, haben Fleischproduktion, Milchproduktion und ähnliches. Aber es gehen relativ wenig deutsche Einwanderer, die hierher kommen und gehen diesen Schritt dorthin. Warum ist das? Also einige kenne ich schon, das sind nicht so wenige, aber warum ist das so? Auf der einen Seite sprechen die schon Deutsch und Plattdeutsch, die Mennoniten, aber vielleicht haben einige zu viel Angst vor der Religion, weil sie selbst Atheisten sind, das könnte möglich sein. Und das andere sehe ich noch, dass in und um die mennonitischen Kolonien eigentlich die Kooperativen die Vorherrschaft haben, was Ländertitel angeht. Das heißt, wer ein Eigentumsrecht wirklich haben möchte auf dem Grundstück, der wird es im näheren Umkreis nicht bekommen. Ja? Ach so, das heißt, die isolieren sich ein bisschen selbst über diese Art und Weise, wie sie die Landtitel nennen? Könnte man so sagen, aber sie sind durch diese neue Ruta Bioceanica bis nach Carmelo Peralta sind die komplett einer Integration, wie soll man sagen, besser angeschlossen. Die müssen sich integrieren, die müssen wachsen, die dürfen sich nicht isolieren. Ja? Also das wird ein Verkehrsdrehkreuz, wenn es nicht schon eins ist, ja, wird es jetzt erst recht eins. Carmelo Peralta ist die Grenze zu Brasilien, wo die Brücke gebaut wird. Wo die Brücke gebaut wird, ja, also da wurde schon mehrmals... Wie ist das weg von Loma Plata zum Beispiel? Sind es 2 Stunden Autofahrt ungefähr? Also hier kann man immer sagen, 100 Kilometer sind keine 1 Stunde, ja, wie man es gerne hätte. Soweit ich weiß, sind es 230 oder 270 Kilometer. Also 3 Stunden. Ja, in 3 Stunden, wenn man, aber dennoch... Ist doch weit. Ist weit und bis man im Chaco ist es auch schon weit. Also im Chaco Central, das sind gute 475 Kilometer. Ja, natürlich ist es weit, aber es ist halt nicht das Paraguay, was man hier sieht. Also wer nach dem Chaco kommt, der wird positiv überrascht sein. Der wird sagen, hier ist ja wie in Europa. Ja. Ich finde das total interessant. Ja. Also es ist ein kompletter Gegensatz von dem, was es hier zu sehen gibt. Hast du nie überlegt, in den Chaco zu ziehen? Nein, weil meine Arbeit hier ist. Gäbe es die nicht, würde ich vielleicht schon hin und wieder überlegen, aber dann wäre es auch nicht der Chaco, sondern dann wäre es, um nicht zu lügen, das Nachbarland Brasilien, ne? Ja. Wo ich erst kürzlich wieder im Urlaub gewesen bin und wo es tatsächlich günstiger ist als in Paraguay. Ach, Brasilien ist günstiger als Paraguay heute. Das war auch nicht immer so. Hat halt aber den kleinen Nachteil, dass man mit einem Mercosur-Bürger verheiratet sein muss, damit man eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen kann, außer man hat ganz viel Geld investiert oder eröffnet eine Firma. Das heißt, mit paraguayischer Cedula kann man in Brasilien nur 3 Monate bleiben? Man kann normal wie ein Tourist einreisen, aber wenn man verheiratet ist, kann man hier im brasilianischen Konsulat könnte man die Aufenthaltsgenehmigung für Brasilien beantragen.
Okay, ist interessant, dass du sagst, es ist günstiger als Paraguay. Ob das immer so sein wird, keine Frage. Klar, aber ich habe es jetzt erst kürzlich gesehen und man hat es gemerkt auf jeden Fall. Wo würdest du sagen, ist in Paraguay der günstigste Ort? Das ist eine gute Frage und da würden vielleicht viele gar nicht drauf kommen, ja, aber es gibt einen Ort, der heißt Nanagua oder auch bekannt als Puerto Elsa. Argentinische Grenze außerhalb Asunción, also genau. Nueva Asunción, der Grenzort. Genau, also Luftlinie von Asunción. 3 Kilometer, 2. Ja gut, lass es 5 sein. Ja, okay. Und das ist eigentlich eine Insel. Es gibt eine Brücke, die darauf führt, eine kleine. Und da ist der Grenzübergang nach Clorinda. Und natürlich lebt die Stadt von der Einfuhr unverzollter Ware, wollen wir es mal so sagen. Das heißt, man muss dazu sagen, dort ist ein zweiter Grenzübergang, eine Holzbrücke. Ich war da mal dort, man kann da nur zu Fuß darüber laufen. Die ist aber noch geschlossen, genau. Die ist noch geschlossen. Und dann gibt es aber die ganzen Händler in Puerto Elsa, die quasi durch den zurzeit durch das getrocknete Flussbett, das Rio Pilcomayo, die Waren nachts bringen, und dann halt dort veräußern. Ja. Und das ist grob 50% billiger als alles, was es hier zu kaufen gibt. 50% billiger? Achso, das erklärt, warum so viele Autos und Autoschlangen an den Wochenenden dahin fahren, um einzukaufen. Tatsächlich. Also es ist unwahrscheinlich. Und wenn jemand wirklich günstig leben möchte, kann er es eine Zeit lang dort auf jeden Fall versuchen. Also da gibt es keine großartigen Aber ist das so ein temporärer Effekt jetzt oder war das schon immer so? Man hat nur nie drüber gesprochen. Also in der Stadt wird schon seit, ich kann es mal grob sagen, 40, 50 Jahren wird genau nur dieser Tätigkeit nachgegangen. Ja. Das ging immer schon so in beide Richtungen. Entweder so oder so rum, genau. Also wenn es in Paraguay zu teuer ist, dann werden die Sachen, die billigen, aus Argentinien gebracht und andersrum halt auch. Und es werden auch jetzt Sachen nach Argentinien gebracht, die dort teurer sind. Also Autoreifen und Ziegel werden zum Beispiel von hier nach Argentinien, sagen wir mal, geschleust. Ja. Und von der anderen Seite kommen halt eher Lebensmittel zur Zeit, ja, und Mineralölderivate. Ne? Das heißt, wenn man jetzt dort tanken fährt, hat man wirklich 50% Ersparnis? 40%. Wow. Aber das auch nur deswegen, weil die Leute ja auch was verdienen wollen. Ja? Die verschenken ja auch nicht. Und bei Haushaltsgas mehr als 50%. Aber das hat damit zu tun, dass Argentinien gewisse Haushaltsprodukte subventioniert, unter anderem Haushaltsgas. Deswegen ist das im argentinischen Marktpreis 20% von dem paraguayischen. Wenn die dann noch einen Gewinn draufschlagen, sind wir bei, keine Ahnung. Das heißt, du kennst auch die andere Seite über die Grenze, Clorinda und das ganze Gebiet dort? Natürlich. Wie nimmst du das wahr? Wächst es? Kommen die vermehrt nach Paraguay? Oder bleiben die da drüben so unter sich? Die bleiben unter sich, aber alle verdienen an dem Im- und Export. Ja. Also, und Clorinda als Stadt, kennst du das von früher im Vergleich zu heute? Ja, ich kenne es ein bisschen und würde sagen, die Stadt ist relativ groß, weitaus größer als Nanagua. Aber besonders schön ist sie jetzt auch nicht. Also es gibt in Argentinien weitaus schönere Städte als Clorinda. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine Reise wert und wer günstig leben will, es gibt ja Pfennigfuchser, Frugalisten oder wie auch immer sie heißen, ja, die würden dort auf ihre Kosten kommen, auf jeden Fall. Weil dort ist ja auch die alte Straße, die in den Chaco hochführt, die Route 12. Bist du da mal hochgefahren? Nicht von Paraguay aus, da ging es immer nur gen Süden. Ja. Aber in Argentinien, ja, kenne ich natürlich auch alles. Auch bis hochgefahren, ja, das ist das ganze Gebiet. Bis an die bolivianische Grenze. Ist da nur Agro oder viel Rinderzucht oder wie sieht es da drüben aus? Also die Städte sind alle recht modern. Salta und Umgebung natürlich und San Salvador de Jujuy, wunderschöne Natur, das steht außer Frage. Eigentlich ist Argentinien, was Natur angeht, weitaus schöner als Paraguay. Aber es ist sehr weit zu fahren von hier aus. Wie weit ist das weg? Also ich würde nach Salta eher fliegen als fahren. Ja. Also wer das gerne auf sich nehmen möchte, darf das gerne machen, aber in einer Stunde ist man auch hingeflogen. Ja. Und hier in Paraguay, ich erinnere mich, weil du sagtest in den Süden, du hattest da mal so Bilder gepostet, da gab es auch verschiedene Orte rund um Encarnación, wo du warst, mit unterschiedlichen Eindrücken und Lagunen. Wo würdest du sagen, sollte man da hinfahren oder was sollte man sich ansehen? Also hier gibt es die Dunas in San Cosme y Damián. Ja. Die sind auf dem Paraná-Stausee. Stausee deswegen, ist eigentlich ein Fluss, aber an dem Yacyretá-Staudamm staut sich der See auf beachtliche 40 Kilometer Breite und genau in der Mitte von dem See, aber noch auf der paraguayischen Seite, liegt halt eine kleine Insel, die leider immer kleiner wird oder wurde, weil der Pegelstand von dem Staudamm immer höher wurde. Und das ist ein Eiland, wie man so schön sagt, also beeindruckend. Ja. Ist das zum Baden geeignet? Ja, schön? Weil es ist ja wie in der Karibik. Ja. Ja? Ja. Wie kommt man da hin?
Mit dem Auto. Na schon, aber dann, wie kommst du auf diese Insel? Sind da Boote? Kannst du die anbieten? Ja, da gibt es einen Marinestützpunkt und der lebt quasi so davon, dass er Fischern die Erlaubnis gibt, dass die da mit ihren Booten da rausfahren und da kann man mit einem Boot, wo 20, 30 Leute drauf passen, kann man da hinfahren. Man kann auch nur zu zweit. Wie weit ist das mit dem Boot? Also mit dem Boot 40 Minuten, glaube ich, sind das. Wow, ja. okay. Ja, das fährt jetzt nicht so schnell, aber... Ja. Und die Insel ist eine komplette naturbelassene Insel? Also die war mal 2 Hektar groß mit 2, 3 Bäumen. Mittlerweile ist sie kleiner als 1 Hektar. Aber es ist halt eine Insel für dich, ja. Und ist für alle zugänglich, jeden Tag? Genau. Und als du da dort warst, waren ein paar Leute da oder ist das irgendwie so ein Geheimtipp, den keiner kennt? Ja, den kennen schon ein paar Leute, aber ich denke, das hängt von der Uhrzeit ab, wann du hinfährst. Ja. Ja, also wenn du auf einen Samstag und Sonntag hinfährst, ja, dann wirst du es mit anderen teilen müssen. Ja. Hast du unter der Woche Zeit? Bist du vielleicht ganz alleine dort? Ja, sicher doch. Das heißt, man fährt zum Staudamm selbst? Nein. Man fährt die Ruta 6, also die Ruta 6 bis ungefähr 50 Kilometer vor Encarnación und dann geht es rechts rein nach San Cosme y Damián. Ja, ist angeschrieben. Ist angeschrieben. Sind, glaube ich, nochmal 35, 40 Minuten, ja, und dort kann man dann von dem Marinestützpunkt dahin fahren. Da sind jeden Tag ein paar Boote da, die bringen die Genau, wenn keiner da ist, dann ruft der Militärfreund, also der Soldat, der dann halt dort von den 3, 4 Soldaten, die es da gibt, der ruft dann halt einen von den Booten an und Bootsführer und die kommen dann halt hin. Und in San Cosme selbst gibt es ein paar Hotels oder gar nichts? Würdest du sagen, besser in Encarnación übernachten? In San Cosme gibt es zumindest Pensionen, die sind sehr schön, habe ich auch kennengelernt. Die haben auch leckere Restaurants, also Essen mit, was wirklich genießbar ist, ja. Und relativ günstig im Gegensatz zur Encarnación. Und in San Cosme gibt es ja auch noch eine Jesuitenreduktion, ja, eine von den 3 bekannten. Weil insgesamt gibt es ja 3 in Paraguay, es gibt auch in Argentinien noch einige, aber in Paraguay sind es zumindest die von San Cosme y Damián, Jesús de Tabarangaré und in Trinidad, diese 3. Ja, die in Trinidad sind vielleicht die schönsten, aber das hat nichts damit zu tun, dass die anderen genauso besuchenswert sind. Und wenn man dann ein Ticket kauft, kauft man das, glaube ich, für alle 3 Reduktionen. Dann kann man halt quasi an einem Wochenende die anderen beiden sind dann am Weg Richtung Ciudad del Este von Encarnación. Genau, die sind ungefähr 30 Kilometer nördlich von Encarnación, also schon ein ganzes Stück wieder entfernt von da, aber auf jeden Fall besuchswert. Worüber wir noch nicht gesprochen haben jetzt, ist die zweitgrößte Stadt Paraguays, Ciudad del Este. Wie hast du das wahrgenommen? Gerade so vor 17 Jahren, als du herkamst, bist du bestimmt mal hingefahren auch, war ja immer irgendwie in aller Munde. Und wie siehst du das heute dort? Ein Ameisenhaufen, damals wie heute. Ja, damals hatte ich mit meinem ehemaligen Schwager einen Computerladen gehabt und wir haben immer neue Ware von da gekauft. Also ich war einmal wöchentlich in Asunción hattest du den Computerladen oder in Independencia? Nein, in Independencia, genau. Ja. Und von da waren es 220 Kilometer bis nach Ciudad del Este. Und da sind wir einmal die Woche da hingefahren, haben quasi so Bestellungen eingekauft. Ja. Und lohnt es sich oder hat es sich damals gelohnt, vielleicht zu heute dort Elektronik zu kaufen? Weil es hat ja dieses Image, dort ist besonders günstig. Ja, ich würde sagen, für Brasilianer auf jeden Fall, die machen das nach wie vor. Ja. Die sollten das auch weiterhin machen. Und für unser eins, wer in Asunción wohnt und der nicht die Stadt unbedingt sehen will, ja, der kann genauso hier im Zentrum in den Galerien, die es hier gibt, kaufen. Das sind die gleichen Läden von Ciudad del Este und die gleichen Preise. Und die Preise sind eigentlich ziemlich gleich. Ja. Das heißt eigentlich, wenn man in Deutschland sich einen Computer kauft oder hier, ist eigentlich ident oder ist günstiger? Ich würde, aber das bringt die Arbeit mit sich, lieber eine deutsche Tastatur als eine englische oder eine spanische. Na, preislich meinte ich, ist ja, aber was ein Computer angeht, da ist halt eine Tastatur dabei, da ist ja egal, ob es günstiger ist. Das heißt, die haben amerikanische Tastatur alle? Die haben eine amerikanische Tastatur, weil sie halt aus den USA importiert werden, oder halt eine spanisch-portugiesische. Ja. Und hast du von der deutschen Community viele Leute, die nach Ciudad del Este gehen, oder ist das eher nicht so ein Anlaufposten? Das ist ja doch die zweitgrößte Stadt. Ein großer Ballungsraum mit der brasilianischen Nachbarstadt. Eher weniger. Weil es vom Image her unsicher ist, oder worauf führst du das zurück? Ich bin der Meinung, es ist nicht unsicherer, aber es ist einfach, so die Leute haben halt eine andere Vorstellung. Wenn sie herkommen, dann möchten sie nicht nah eines Ameisenhaufens leben, ja, sondern eher Ruhe genießen. Und das ist genau das, was dort nicht gibt. Ja. Okay. Und weiter nördlich, die brasilianischen Grenzorte, hast du die auch besucht? Ein bisschen, aber nicht so weit hoch. Und ich kenne eigentlich viel von dem Land, eigentlich fast alles. Aber Canindeyú, was also nördlich von Alto Paraná ist, da war ich zum Beispiel nicht. Und da möchte ich auch nicht hinfahren. Ja. Das hat aber damit zu tun, dass der ganze Teil, der nach Brasilien angrenzt, halt mit Drogenbanden, mit EPP und so weiter, also nicht unbedingt einladend wirkt. Ja. Also wenn man nicht unbedingt dahin muss, bringt es, glaube ich, keinen Vorteil. Und wie ist die bolivianische Grenze?
Also zwischen Paraguay und Bolivien. Bis dahin ist der Weg asphaltiert, ja, das auf jeden Fall. Bis Bolivien. Genau, also bester Asphalt. Hier von Asunción bis zur 700, nee, mehr. 10 Stunden. Aber es sind 750 Kilometer ungefähr ab der Remanso-Brücke. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein Abenteuer, ja. Okay. Also wenn man ein Ersatzrad hat und genügend Getränke, also Wasser hauptsächlich, ja, würde ich das schon mal jemand raten. Ja. Ist es schön zu sehen dort oder ist da nur Rinderfarmen und man sieht sonst nichts oder lohnt sich das? In der Chaco, besonders der südliche Teil des Chacos, ist ja nicht so trocken wie im Norden. Ja. Das heißt, es ist feucht dort? Sicher doch. Und man hat ganz andere Vegetation. Tiere, die laufen halt auch über die Trans-Chaco-Route. Also da ist ganz normal, dass man Alligatoren sieht oder Kaimane, wie sie heißen, ja, die kleinen. Jede Art von Vögel. Also das ist also für Naturliebhaber ist auf jeden Fall. Und wenn man dann in Bolivien, hast du das gemacht, einreisen und in Bolivien weiterfahren, ist das unkompliziert? Das habe ich nicht gemacht, aber deswegen kenne ich ja trotzdem Bolivien, auch diesen Teil, aber halt nicht diese Grenze überquert. Aber soweit ich weiß, gibt es da keine Probleme. Ja. Und Bolivien ist ein assoziierter Staat zum Mercosur, also die haben sowieso eine gute Beziehung. Man kann da ganz normal als Paraguayer oder als Cedula-Besitzer kann man auch mit einer Cedula rüber, aber Deutsche und Österreicher sind natürlich immer mit ihrem Pass bewaffnet, ja, und zeigen lieber den vor. Ja. Und wenn jetzt jemand hierher kommt und er überlegt sich, was zu kaufen oder was zu machen, gerade so in den Kolonien, habt ihr da seitens der deutschen Botschaft oder das österreichische Konsulat, habt ihr da irgendwelche Anlaufposten oder Referenzwerte oder irgendwas? Oder gibt es irgendeine Statistik oder Information, die den Leuten helfen könnte am Anfang? Also es gibt natürlich Ansprechpartner der deutschen Botschaft, zumindest in der Kolonienumgebung, wo man mit denen sprechen könnte, ja, wenn man Fragen hat oder Zweifel an irgendwas, ja, das auf jeden Fall. Und ansonsten Risikobereitschaft gefragt, auf jeden Fall, ja, also. Was würdest du sagen, fehlt in Paraguay? Du kennst das jetzt ja doch so ein bisschen. Wenn ich jetzt hierher komme neu, was würde Sinn machen als Unternehmertum oder wo würdest du sagen, hier ist eine Lücke, das sollte mal jemand machen? Also mein Eindruck ist da bestimmt verwaschen. Also da würde ich dich fast darum bitten, jemanden zu fragen, der seit 6 Monaten oder 12 Monaten hier ist, ja, der wird dir das sagen können, weil tatsächlich habe ich mich an alles gewöhnt. Es gibt eigentlich alles zu kaufen. Ja. Also was Lebensmittel angeht, wird man alles finden hier. Ja. Und der Rest ist einfach Einstellungssache. Ja. Wenn man will, dass was fehlt, dann macht man daran alles fest und sagt, ich muss deswegen wieder zurück. Ja. Aber es gibt hier selbst Krankenversicherungen, wo Deutsche darauf stehen, ja, wo Österreicher darauf stehen. Ja. Die gibt es hier genauso. Ja. Ja, also man braucht nicht sagen, heute, deswegen kann ich das nicht machen. Ne. Gibt's hier alles, ja, auch bezahlbar. Das heißt, wenn man mal hierher kommt, lohnt es sich auf jeden Fall, das Wochenblatt ab und zu lesen, sich die alten Artikel auch anzusehen. Sind da auch so ein bisschen Sachen drin, wo einem wirklich hilfreiche Informationen geben in dem Archiv? Das ist eigentlich die Idee dahinter. Natürlich ist das ein gemischter Inhalt, das ist klar. Also wir richten uns ja auch danach, was gern gelesen wird. Ja. Aber nichtsdestotrotz sind sehr viele Informationen aus Politik, aus Wirtschaft, aus der Society, alles zu finden. Ja. Und mir ist es auch wichtig, immer bei den Artikeln, Leute, die frisch kommen, dass die den Zusammenhang von gewissen Sachen verstehen, sei es Politik oder Wirtschaft, ja, dass man das halt so ein bisschen zurückgreift und das in einem Zusammenhang erklärt, ja, damit man nicht einfach nur eine Zahl auf ein Tablett serviert, ja, wo man sagt, hey, toll, aber wie kam es denn dazu? Ja? Gerade die Politik, also was mir Leute immer wieder sagen, eine der Ängste ist so ein bisschen Enteignung, wenn sie was kaufen oder dass man irgendwie ein Land besetzt. Hattest du so einen Fall mal oder würdest du sagen, das ist unbegründet, diese Angst? Eigentlich unbegründet, aber das liegt auch an jedem selbst, wie blauäugig er an die Sache rangeht. Ja. Also ich hatte noch keinen speziellen Fall, dass jemand gesagt hat, ich wurde betrogen und muss deswegen jetzt gehen. Aber das heißt nicht, dass es die Fälle nicht gibt. Ja. Aber es gibt auch viele Sachen, die unter dem Radar ablaufen. Ja. Siehst du die Politik hier für jemanden, der hier einwandert, ist das relevant oder läuft das so ein bisschen parallel? Man kann sehr gut ohne daran teilzunehmen hier leben. Ja, das ist vielleicht sogar manchmal gesünder. Aber es ist dennoch, also zumindest einige sind ja daran interessiert, zu wissen, was hier passiert, ja, und weswegen gewisse Entscheidungen getroffen werden. Und der kann sich da gerne im Wochenblatt politisch weiterbilden, auf jeden Fall. Und die Politik, natürlich machen die viel Lärm und viel Geschrei, aber am Ende beeinflusst das nicht den wirtschaftlichen Wachstum, den es hier gibt. Ja, also soweit reicht es dann auch nicht, ja, die Unstimmigkeiten. Die Adresse ist wochenblatt.cc. Genau. Es gibt auch einen Telegram-Kanal des Wochenblatts. Genau.
Und es sind jeden Tag kommen Artikel rein. Es ist jeden Tag 7, 8, 10 neue Artikel kommen dazu. Also unser Mindestmaß sind 10 pro Tag, je nachdem, was aktuell passiert, weil es geht ja darum, dass die Nachrichten aktuell sind. Es gibt Sachen, man hat 10 Artikel voll, aber es passieren trotzdem 3 Sachen, die unheimlich wichtig sind, die man nicht auf den Boden verschieben kann. Dann kommen die natürlich auch rein. Ja. Und wenn Leute generell Fragen haben, können sie einfach auch mal hinschreiben. Und das machen die meisten auch. Ja. Okay. Und ob es Kritik ist oder ob es Beifall ist oder sonst irgendwas, das erreicht uns immer, ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Jan, für die Zeit. Dafür nicht, gleichfalls.